Also, ich habe hier ein Gerät, das ist sehr schön handlich wie ein Handy, nennt sich Wolfbox, und ich habe jetzt noch ein größeres Gerät. Dann müsste man ja meinen, dass mich das Ding richtig vom Stuhl haut. Ich habe mir vorab diesen AirDuster Model AD34, ich blende nochmal die Bezeichnung ein, die man, wo man das auf Amazon bestellen kann. Der Vergleichswert ist immer normalerweise diese RPM, also die Umdrehung. 120.000 ist schon relativ hoch. Es gab welche, weiß ich jetzt nicht, mit 30.000, 40.000, 60.000, 80.000. Und ab 100.000 wurde es dann schon spannender. Und ich glaube, das Highlight war so bei 300.000 RPM. Da denkt man ja normalerweise, dass das irgendwie so ein Wert ist, den man wirklich vergleichen kann. Aber leider nein. Ich würde euch mal erstmal kurz das erste Gerät zeigen. Wie gesagt, ich meine, das ist schon relativ groß. Ich zeige euch gleich mal im Vergleich zu dem kleinen Gerät. Also das ist das große, das ist das kleine Gerät, so nenne ich es mal im Video. Wir bleiben erstmal bei dem großen. Da sind 6, wie nennt sich das hier? Different Nozzles oder was steht da? Okay, also 6 Different Nozzles. Also diese Nozzles, das sind diese Dinger hier, wie man hier sieht. Das sind die Aufsätze, die man hier vorne drauf stecken kann. Ja, dabei ist noch hier ein paar Bürsten, eine Pinzette. Hier kann man Tastaturtasten mit rausnehmen, um die zu reinigen. Also erstmal, wofür ist das Gerät da? Also es pustet, es saugt nicht, wie man hier auf dem Bild schön sehen kann. Mit 3 verschiedenen Druckstufen, hat eine 9000 mAh Batterie drin und so weiter. Naja, ich habe erstmal gedacht, das Gerät wäre super. Also laut dem Produktvideo war das State of the Art, von wegen, dass man damit Laub durch die Gegend pusten kann, dass man Schnee von Autos herunterpusten kann und so weiter. Ja, vom Preis her war es ein Angebot 39 €, normalerweise 59 €. Aber es gab sogar eine Aktion dabei, so ein 10% Coupon, dass man da anstatt dieses Angebot 39 € irgendwie auf 31 € kommt. Also ich habe das Ding geschossen für 31 € mit Versand und allem drum und dran. So, dann habe ich das Ding geholt und auch mal getestet und naja, Fazit war auf jeden Fall, dass ich mir ein anderes Gerät geholt habe. Da habe ich mir verschiedene Videos angeguckt und dann bin ich hier bei diesem Wolfbox-Dingen hängen geblieben. Wolfbox Megaflow 100. Viel kleiner, wie man sieht. Das Gehäuse aus Metall im Vergleich zu Plastik hier bei dem. Ja, der hat auch verschiedene Adapter dabei. Nicht 6, sondern 1, 2, 3, 4, 5. Ist jetzt nicht schlimm, dass einer fehlt. Dann auch 2 Pinsel dabei, USB-Kabel. Ja, USB-Kabel war hier auch dabei. Dann ja, auch ein schöner Beutel war dabei. Der war hier versteckt. Wenn man einfach so drauf tippt, dann denkt man, das wäre einfach nur so ein Platzhalter. Aber weil das super leicht ist, der Beutel wiegt ja nichts hier, habe ich mal reingeguckt und da war der Beutel drin mit den 2 Pinseln und dem USB-Kabel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich hier beide Geräte da und ich bin mal rausgegangen und habe mal beide Geräte getestet. So, ich zeige euch mal die Leistung mit diesem Gerät. Hier ist der An- und Ausknopf. Akku ist voll. Hier vorne drückt man dann, dass man die Leistung erhöht. Also ist das Stufe 1, 2 und 3. So, ein Weitwinkel anmachen. Man sieht, die Blätter bewegen sich zwar, aber so die Mega-Leistung kriegt man hier nicht unbedingt hin. Also wenn man mal so Jetzt nehme ich mal das andere Gerät. So, jetzt habe ich mal im Vergleich den Wolfbox AirDuster. So, ich mache den mal an.
lange drücken. So, ich fange mal mit Stufe 1 an. Ihr seht das ja auch hier. Der Akku ist voll. Hier unten sieht man das. Vier blaue Lichter. Hier hinten ist, sag ich mal, die Stufeneinstellung. Das ist auf Stufe 1. Jetzt fange ich mal an mit 1. Moment. 1 und dann... Ja, 1 ist halt minimal. Passiert noch nicht viel. Also auf Stufe 2. Da passiert schon wesentlich mehr. Die Blätter fliegen auch schon. Schon krass, ne? So, jetzt kommt der Power Boost auf 3. So, jetzt haltet euch feste. Also da wird richtig Action gemacht. Die Blätter fliegen. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem anderen Gerät. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Bewegung drin, wie man sieht, ne? Wir versuchen nochmal, und zwar mit diesem Gerät hier auf Vollgas, ob sich was bewegt. Die großen Steine kriegt er nicht weg, die roten bleiben liegen. Nehme ich den anderen nochmal. Ja. Also man sieht ganz krass, wie man das hier hin und her wirbeln kann. Das schafft der andere nicht. Jetzt habt ihr die beiden mal im Größenvergleich. Und es kommt nicht immer auf die Größe an, wie man sieht. Der Kleine hat definitiv mehr Leistung. Hier ist vielleicht auch mal ein guter Vergleich. Nehmen wir wieder die Wolfbox. Und hier sind Steinchen am Boden. Stufe 3. Der Akku ist immer noch voll. Und los geht's, ob die Steine sich bewegen jetzt hier. Ja, jetzt passiert auf jeden Fall was. Machen wir das gleiche Spielchen mal mit dem anderen. Oh, die Steine bewegen sich auf jeden Fall auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, man muss natürlich nah rangehen. Ich zeige es nochmal hier. Der große. Auf maximaler Stufe. Es passiert nicht viel. Nehmen wir den anderen. Stufe 3 und gib Vollgas. Also man sieht, dass es hier definitiv mehr bewegt, ne? Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, der ist natürlich ein bisschen teurer gewesen. Der Wolfbox, der war in einigen Testberichten war der auf Platz 1, obwohl der nur nicht die 300.000 hat, die überall als High-End angegeben waren. Der hat nur 150.000. Also denkt man ja eigentlich, dass er nur minimal stärker ist als der große. Also der kleine hat 150.000, der große hat 120.000. Ja, vom Akku her, der hat einen 9000 mAh Akku und der hat laut Beschreibung nur 6000 mAh. Aber wie gesagt, diese ganzen Werte, die verwirren nur, die Praxis zeigt was ganz anderes.
Ding einfach genial, weil es so schön klein ist und es macht irgendwie Spaß, es ist richtig laut und ja, klein und laut ist immer gut. Ne? Naja, auf jeden Fall, Fakt ist, das ist definitiv mein Highlight, definitiv. Also, wie soll ich sagen, ja, es kostet zwar auch mehr, der andere kostet, wie gesagt, 31 Euro mit Rabatt, sagen wir mal 39 Euro, der normale Preis. Ja, 59 Euro ist halt der UVP und der kostet hier 89 Euro, aber er ist wirklich jeden Euro wert. Ich habe damit meine Garage, eine Doppelgarage, komplett ausgepustet, wo der andere gar keine Chance hatte. Also das kleine Teil ist wirklich mega, kann ich nur empfehlen. In verschiedenen Testberichten, in internationalen Testberichten, also in amerikanisch, also in Englisch, habe ich mir das Ding mal angeguckt und es hat überall, war überall auf Platz 1. Hat sogar ein Gerät geschlagen, das 300.000 Umdrehungen hatte und ich kann es wirklich nur super empfehlen. Sehr schön klein, es ist auch schwer, also die Links zu beiden Produkten, vielleicht gefällt euch ja der große besser, ich weiß es nicht. Ne? Für beide Produkte die Links tue ich mal unter das Video drunter. Ne? Also mein Fazit definitiv, Wolfbox ist the best, definitiv. Und der andere, ja, für 30 Euro okay, aber also ich sag mal, wenn man so eine Tastatur auspusten möchte oder einen Computer auspusten, ist es okay. Aber um Schnee von einem Auto zu befreien, keine Chance. Ich konnte es nicht testen, aber ich merke an dem Druck, wenn ich das Ding in der Hand habe und was das Ding pustet hier, dann, dann kann man schon definitiv von dem erwarten, dass er das schafft. Ne? Ich muss dabei sagen, keins von den beiden Produkten hier habe ich geschenkt bekommen, sondern ich habe sie ganz normal gekauft. Den einen werde ich wieder zurückschicken auf Amazon, weil der gefällt mir einfach nicht. Den großen, also den für 31 Euro. Und den anderen würde ich definitiv behalten. Also ist es nicht so, dass ich die beiden Dinger bestellt habe, um einen Produkttest zu machen, sondern ich habe einen bestellt und war damit nicht zufrieden und habe den neuen bestellt, den kleineren, und war damit zufrieden. Und ich denke, bevor ich den einen zurückschicke, mache ich mal kurz das Video, um euch mal zu sagen, dass es nicht immer auf die Größe ankommt, auch bei diesen Geräten hier, sondern der kleine macht richtig viel Wind. Und den kann ich super, super empfehlen, den Wolfbox. Also es gibt verschiedene Sachen, wo man das natürlich richtig gut verwenden kann. Wie gesagt, im Winter, um Schnee runter zu pusten vom Auto oder um Auto trocken zu machen, wenn man irgendwo in der Waschstraße war, ist nicht alles sauber und hat keine Möglichkeit, das irgendwie mit so einem Luftdruck wegzupusten, kann man das eben selber machen. Ne? Ja, also ich benutze das zum Beispiel bei meinem Elektroauto, bei meinem Tesla, wenn der Ladeport hinten feucht ist, wenn es geregnet hat und irgendwie ein bisschen undicht war da, dann puste ich den mal eben kurz aus, bevor ich den in die Garage stelle. Ja, das habe ich alles schon getestet und klappt auch wunderbar. Ne? Okay, Christian Sasse für TV News on Tour.de. Der Sasse. Ciao. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh.